Hallo und herzlich willkommen. Nachdem ich von euch beim letzten Video so tolles Feedback bekommen habe, würde ich sagen, testen wir doch gleich ein neues Fahrzeug, in diesem Fall das Tesla Model Y, und zwar in der Long Range Variante. In diesem Video soll es primär darum gehen, was die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten zwischen Model 3 und Model Y sind, und ich würde sagen, nach einem kurzen Intro geht's los. Viel Spaß beim Video. Das hier gezeigte Fahrzeug ist das Model Y Long Range 2023, gebaut in Shanghai. Beim Konfigurator ergibt sich gegenüber dem Model 3 ergeben sich keine Änderungen. Es ist die gleichen Innen- und Außenfarben, mit Ausnahme beim Long Range und Performance gibt es neu das Quicksilver und das Midnight Cherry Red. Das hier verwendete Schwarz ist nicht serienmäßig, sondern optional und wurde dazu bestellt. Ich liste euch die einzelnen Positionen auf der Seite auf im Sinne der Transparenz. Der Wagen hat übrigens 60.580 Franken inklusive 919 Franken Auslieferungspauschale gekostet und wurde Mitte April ausgeliefert. Kommen wir zu den Außenabmessungen. Das Model Y ist 4,75 Meter lang, 2,15 Meter breit inklusive den Spiegeln, 1,62 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,89 Meter. Das hier gezeigte Fahrzeug hat eine Nettokapazität der Batterie von 77 Kilowattstunden. Die Reichweite beträgt gemäß WLTP 533 Kilometer. Ob das passt oder nicht, werden wir später in diesem Video noch sehen. Die Topgeschwindigkeit liegt bei 217 Stundenkilometer, beim Performance ist sie bei 250 Stundenkilometer abgeregelt. Neben dem Höhenunterschied macht sich beim Model Y gegenüber dem Model 3 vor allem die Heckklappe bemerkbar. Während sie beim Model 3 eigentlich nur lukenartig geöffnet werden kann, öffnet sich beim Model Y die gesamte Heckklappe. Das ermöglicht natürlich ganz andere Zuladungen und ist deutlich praktischer im Alltag, wenn man das Fahrzeug beladen muss. Das Design finde ich insgesamt sehr gefällig. Natürlich muss man Tesla mögen, um das Design zu mögen, ganz klar. Aber ich finde, das Heck insbesondere steht dem Wagen sehr gut, sieht sehr bullig, sehr präsent aus und macht deutlich Eindruck auf der Straße. Wir werden nachher noch einen detaillierten Rundgang um das Fahrzeug machen, aber vielleicht schon jetzt fällt euch auf, dass der Wagen extrem glatt aussieht und eigentlich keine Löcher rund um den Wagen hat, also Löcher im Sinn von Parksensoren. Das liegt daran, dass es hier schlichtweg keine mehr gibt, denn Tesla setzt seit dem Jahrgang 2023 auf das System Vision Only, also nur mit Kameras. Ob das Vor- oder Nachteile oder beides hat, werden wir dann später sehen. Wie schon beim Model 3 und auch S und X kann auch selbstverständlich das Model Y in der App gesteuert werden. Wer sich fragt, wie das eigentlich funktioniert, wenn man mehrere Fahrzeuge hat, ganz einfach, ich kann euch das zeigen. Man öffnet die App und hat neben dem eigentlich schon bestehenden Fahrzeug mit einer Wischgeste auch nun das neue Fahrzeug. Man sieht eigentlich genau die gleichen Informationen wie beim Model 3, da hat sich nichts geändert. Ein kleiner Hinweis für alle, die mehrere
Teslas besitzen und sich schon mal gefragt haben, wie das genau funktioniert. Wenn man Ziele an ein Fahrzeug senden möchte, dann wird immer das zuletzt in der App geöffnete Fahrzeug ausgewählt, um das Ziel zu empfangen. Dann schauen wir uns den Wagen einmal etwas genauer an. Wie schon erwähnt, wir sehen keinerlei Parksensoren. Das macht den Wagen extrem glatt gebügelt. Ich finde, es steht dem Auto sehr gut. Ob es die Funktion dann wirklich ersetzen kann, Vision Only, werden wir später im Video noch sehen. Dieser Wagen ist ausgestattet mit den 20 Zöllern. Es sind, wie schon gezeigt, auch optional. Standardmäßig gehören 19 Zöller dazu. Hier haben wir die Dimension 255 40 20. Und für mich nach wie vor das größte Problem bei Tesla, wir sehen es am vorderen linken Rad, glaube ich, war es, sehen wir das Problem. No, God, please, no, no! Das sehr, sehr schnell angeeckt wird, dadurch, dass hier kein Kantenschutz vorhanden ist. Wie schon beim Model 3 in der jüngsten Generation ist auch hier das Chrome Delete, also sprich alle Elemente, die vorher chrom waren, sind jetzt schwarz. Dazu gehört der Blinker und auch die Türverkleidung. Geladen werden kann der Wagen über 250 kW an der Schnellladesäule oder mit 11 kW an der heimischen Steckdose. Bezüglich Heck, wie gesagt, die ganze Klappe öffnet sich, was das Zuladen enorm erleichtert. Ihr seht auch hier das Platzangebot. Ich habe hier meine Kameratasche drin, ansonsten ist der Kofferraum recht leer. Das Volumen schwankt je nach Messung irgendwo zwischen 450 und 1900 Liter, wenn man die Sitze umklappt. Übrigens, apropos Sitze umklappen, wir haben hier neu einen Mechanismus für die linke und die rechte Rückbank, um sie umzuklappen. Tesla-typisch verbirgt sich auch hier unter dem Gepäckfach ein zusätzlicher Stauraum, der Platz bietet für einen Koffer oder auch die Einkäufe, damit sie nicht umfliegen. Gegenüber dem Model 3 gibt es hier noch eine kleine Änderung, nämlich ein zusätzliches Gepäckfach hier, wo man die Koffer. What are you, fucking stupid? Huh? Wo man die Kabel etc. verstauen kann, damit man den Frunk oder auch hier unten das Kofferraumfach nicht noch zusätzlich belegen muss. Neu gibt es gegenüber dem Model 3 gibt es die Änderung, dass man links und rechts ein sehr, sehr tiefes Fach hat, wo man auch noch zum Beispiel Flaschen oder Blumen verstauen kann, damit sie heile zu Hause ankommen. Der Kofferraum ist abgedeckt durch diese Kofferraumabdeckung. Ich hatte am Anfang etwas Mühe. Der Trick ist ganz einfach. Hier kurz anheben, weil es ist magnetisch, und dann klappt die Abdeckung hoch. Das einzige Problem ist hier das Material, das verwendet wurde. Ihr seht es vielleicht im Video, man sieht sehr, sehr schnell Fingerabdrücke. Wenn man zum Beispiel etwas fettige Finger hat, dann ist es hier direkt ersichtlich. Hätte man vielleicht ein etwas pflegeleichteres Material verwenden können. Schauen wir uns das Platzangebot an. Ich öffne mal beide Türen, damit ihr das sehen könnt. Gegenüber dem Model 3 ist die wichtigste Änderung im Innenraum, dass die Sitze hier auf solchen Stelzen stehen. Dadurch kann der Passagier im Fond bequem die Füße unter den Fahrer oder Beifahrer legen. Insgesamt Platzangebot sehr üppig, und was übrigens auch noch neu ist oder anders ist gegenüber dem Model 3, wir haben hier ein komplett durchgehendes Glasdach.
Im Innenraum ist ansonsten alles wie beim Model 3 mit dem einzigen Unterschied, dass hier die seitlichen Gepäckablagefächer mit Filz ausgestattet sind. Das führt dazu, dass Gegenstände, die hier liegen, nicht die ganze Zeit scheppern. Ich finde es genial und verleiht auch noch etwas zusätzliche Wertigkeit. Wenn wir schon beim Thema Wertigkeit sind, ich finde das Model Y in dieser Generation sehr viel hochwertiger als beispielsweise mein Model 3. Dazu gehört zum Beispiel der Ton beim Schließen der Türen oder auch der Türmechanismus an sich. Alles etwas stilvoller, ruhiger, dumpfer. Mir gefällt's und ich finde auch die Verarbeitung insgesamt ist mehr als gelungen. Ich habe keinen Fehler bezüglich Spaltmaßen an diesem Wagen feststellen können. Gucken wir ihn noch einmal von vorne an. Bitte schreibt mir doch in die Kommentare, welche Ansicht gefällt euch besser, Front oder Heck. Mir persönlich gefällt das Heck deutlich besser, auch wenn ich mit der Front immer mehr sympathisieren kann und finde, gerade in Schwarz sieht das Auto doch ziemlich bullig aus. Und ich finde, man hat sich jetzt schon so langsam an das Tesla-Design gewöhnt, so dass man sagen kann, ein echt schönes Fahrzeug. Dann wollen wir uns mal um die Fahreindrücke kümmern. Der Wagen wird von Tesla angegeben mit einem Verbrauch von 16,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wenn ich hier bei den Trips nachschaue, ich blende euch das nachher kurz ein, haben wir hier jetzt seit 7.300 Kilometern einen Energieverbrauch von 14,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich finde ein hervorragender Wert für ein Auto in dieser Größe und dem Gewicht. Das Fahrzeug wiegt, glaube ich, etwas knapp über 2 Tonnen. Und von daher finde ich, kann sich das schon sehen lassen mit 14,9. Da gibt es Mitbewerber, die das so nicht hinkriegen in diesem Range. Und bei 16,8 wäre ich schon zufrieden gewesen. Aber 14,9 ist wirklich klasse. Hängt natürlich auch ein wenig mit dem Streckenprofil zusammen. Wir wohnen in der Schweiz, von daher dasselbe Thema wie schon beim Model 3. Wir haben tiefere Durchschnittsgeschwindigkeiten als zum Beispiel in Deutschland oder anderen Ländern. Von daher ist das schon nicht ganz vergleichbar. Vielleicht jetzt mit jemandem, der in Deutschland wohnt. Lass mich hier mal kurz das Mikro umstecken, damit es nicht immer am Gurt reibt. Damit ihr auch optimale Soundqualität habt. So, eben Fahreindrücke, Qualität, Fahrwerk. Ich finde, der Wagen ist extrem ruhig. Merkt ihr vielleicht auch auf dem Video, da hört ihr, dass man eben fast nichts hört. Im Vergleich zum Model 3 deutlich besser gedämmt. Hängt sicherlich mit mehr Gummi auf dem Pneu zusammen, auf dem Reifen. Wir haben hier die 20 Zöller, die gegenüber den 21 Zöller auf dem Model 3 doch deutlich besser kurze Unebenheiten wegfedern. Und das Fahrzeug ist sowohl hinten wie auch vorne doppelt verglast, im Gegensatz zum Model 3, wo die Doppelverglasung nur vorne ist. Also bislang wirklich keine Beanstandung. Ich kann aber verstehen, dass je nach Jahrgang, den man hat, je nach Ausstattung, also je nach Federn, die verbaut wurden, dass es poltern kann. Ein Bekannter von mir hat auch das Model Y und er klagt über das Fahrwerk, hat allerdings die 2021er Variante, also vor 2 Jahren gebaut. Im Gegensatz zu dem hier, der wirklich noch sehr, sehr neu ist und eben erst gebaut wurde. Falls Model Y-Fahrer mit einem Performance unter meiner Community sind, dann wäre ich froh, wenn ihr mir mal in den Kommentaren schreiben könnt, wie eure Fahreindrücke bei den aktuellen Modellen jetzt so sind.
Ich habe gehört, dass das Performance dann noch einmal etwas straffer sein soll. Aber ich finde zum Beispiel jetzt gerade hier beim Long Range ein idealer Mix aus Sportlichkeit und Komfort. Weil immerhin haben wir hier in 440 PS in 5 Sekunden von 0 auf 100. Das darf man schon auch ein wenig im Fahrwerk dann auch spüren. Es darf auch ruhig etwas straffer sein. Und gerade bei SUVs finde ich immer, oder bei höher gelegten Fahrzeugen finde ich immer etwas schwierig, wenn es dann so schwammig ist. Ich glaube, da ist die Fahrwerksabstimmung dann doch ziemlich schwierig. Was ich allerdings berichten kann, ich war kürzlich in Deutschland und hatte da die Möglichkeit, etwas höhere Autobahntempi zu fahren. Und da muss ich schon sagen, fühlt sich das Model 3 dann doch deutlich sicherer an. Es fühlt sich satter auf der Straße liegend an als das Model Y. Hängt aber natürlich auch mit dem höheren Fahrzeug zusammen, dass es auch etwas anfälliger für kurze Windstöße von der Seite ist. Aber ansonsten eben bei uns in der Schweiz auf der Autobahn überhaupt kein Problem. Mit 120 liegt der Wagen sehr, sehr souverän. Ja, ich nehme euch mit, damit ihr einen Eindruck gewinnen könnt, wie sich das Model Y so fährt. Ich finde es ein extrem gelungenes Auto. Ich fahre mittlerweile fast lieber mit dem Model Y. Keine No Offense gegen Model 3-Fahrer. Ich selber bin ja auch Model 3-Fahrer, aber wenn ich die Wahl habe am Morgen zwischen 3er oder Y, dann nehme ich doch tendenziell eher den Y, vor allem wenn es eine längere Strecke wird. Vom Bedienkonzept her identisch zum Model 3, keinerlei Änderungen. Die Software, habe ich festgestellt, scheint immer etwas schneller auf dem Y ausgerollt zu werden. Würde mich mal interessieren, ob das auch eure Eindrücke sind, falls ihr Vergleichsmöglichkeiten habt. Aber wenn ich in der App nachschaue, habe ich den Eindruck, dass häufiger das Model Y ein Update bekommt oder schneller das Model Y ein Update bekommt als das Model 3. Gehen wir mal Richtung Autobahn, um zu gucken, wie so die Leistungsentfaltung ist. Hier darf ich nur 60 fahren leider. Willkommen in der Schweiz, wo 80 schon fast Geschwindigkeitsrausch bedeutet. Ja, ich weiß, ihr Deutschen werdet jetzt lachen, aber ist leider so. Dieser Wagen hat übrigens den Standard-Autopilot, also nicht den erweiterten Autopiloten. Da gibt es ja Gerüchte in den letzten Tagen, dass Tesla das Ganze nach Europa bringen will, also das FSD, Full Self-Driving. Da bin ich gespannt, wie sie es dann machen wollen, weil die Gesetzgebung ist eigentlich relativ eindeutig in Europa. Ich hatte kürzlich eine kurze Meldung, habe aber leider nicht genau hingeguckt. Eine Meldung, dass ich jetzt für den Beta-Test zur Verfügung stehen würde. Allerdings hat es mich erstaunt, weil sowohl das Model 3 wie auch Model Y haben nur den Standard-Autopiloten. Ich finde, es reicht völlig aus. Was ich benötige, ist auf der Autobahn Abstandstempomat und Spurhalteassistenz. Das reicht mir völlig. Ich habe dann schon noch gerne selber Kontrolle über den Wagen. Allerdings ja, kann ich gut verstehen, wenn das jemand benötigen möchte. Ich denke, es macht sowieso nur auf der Autobahn Sinn. Innerstädtisch glaube ich nicht, dass es so schnell eine voll funktionierende Softwarelösung gibt. Vor allem, wenn man nur mit Kameras arbeitet. Es gibt ja da diverse Stimmen, die sagen, ein autonomes Fahren nur mit Kamera basiert ist eigentlich technisch gesehen gar nicht möglich. Da bräuchte es noch Radar und LiDAR, so wie das beispielsweise beim Lucid der Fall ist. Ja, insgesamt
muss ich wirklich sagen, Qualitätsanmutung ist mehr als top. Es ist alles unterschäumt, es hat weiche Materialien, es fühlt sich cool an. Sehr schöne Haptik der Materialien, wie schon im Model 3. Einfach hier noch die zusätzliche Komponente, dass es etwas ruhiger, etwas abgeschirmter ist gegenüber dem Dreier. Aber also ich kann jetzt ohne eine Fanbrille aufzuhaben, kann ich wirklich nichts Negatives sagen über das Model Y. Auch das Parken finde ich jetzt nicht so schwierig mit dem Vision Only. Letztendlich ist es doch immer das Gleiche. Man hat ein Fahrzeug neu übernommen, muss sich zunächst an die Außendimensionen gewöhnen. Wo fängt das Fahrzeug an, wo hört das auf? Heck, Front. Bei der Front ist etwas schwierig, dass man nicht ganz nach unten sehen kann. Also man sieht nicht ganz genau, wo die Front endet. Aber mit der Zeit spielt sich das ein. Und ich persönlich finde zum Beispiel, wir werden es dann später noch sehen, ich habe dazu einen kurzen Test gemacht, den ich euch zeigen werde. Aber ich finde zum Beispiel sehr vorteilhaft, dass die Kameras nun eben gegenüber dem Ultraschall den Vorteil haben, dass sie auch Randsteine erkennen können, was in meinen Augen fast mehr Mehrwert bietet als jetzt reine Ultraschall. Ich hätte an Teslas Stelle hätte ich wahrscheinlich beide Systeme kombiniert. Ich hätte also das eine tun, das andere nicht lassen. Man kann ja auf Vision Only und eben nicht nur auf Vision Only, sondern auf Vision und Ultraschall setzen. Aber ist mir klar, Tesla versucht die Margen weiter zu optimieren bei der Fahrzeugherstellung und da fällt es natürlich dann schon ins Gewicht. Ja klar, kann man jetzt argumentieren und sagen, ja, so ein Ultraschallsensor, so ein System kostet vielleicht, was soll ich sagen, 100 Franken, keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt, ja, stimmt. Aber wenn man es natürlich hochskaliert auf die gesamte Flotte und eigentlich bei allen Fahrzeugen diesen Einbau sparen kann, dann zahlt sich das schon aus. Die Zeit wird es zeigen. Ich habe auch gelesen oder gehört, dass das System ja mit einem neuronalen Netz funktionieren soll, also stetig dazulernen soll. Kann durchaus sein, weil ich finde zum Beispiel, dass das System konstant besser wird, Objekte auch besser einschätzen kann von der Distanz, auch wenn es, um fair zu bleiben, also es ist nicht 100%. Ich denke sogar eher, dass es etwas zu pessimistisch ist oftmals. Also wenn ich an einer Mauer stehe und es mir angibt Stopp, dann gehe ich raus und dann sehe ich, dass ich gut noch 45, 50 Zentimeter habe bis zur Wand. Aber lieber so als umgekehrt. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Jetzt kommt hier 120. Und schon sind wir da. Also Leistung mehr als genügend vorhanden. Mehr braucht eigentlich kein Mensch, vor allem in der Schweiz nicht. Aber das Beschleunigen macht halt schon immer wieder extrem Spaß, extrem Freude. Und ja, wenn ich jetzt hier den Autopiloten, den Spurhalteassistent einschalte, macht er problemlos, wie schon beim Model 3. Also das funktioniert wirklich tadellos. Und auch auf der Autobahn liegt das Auto sehr, sehr ruhig, sehr souverän. Und auch vom Sprechen her ist es sehr, sehr angenehm. Ich muss nicht schreien. Also auch wenn mehrere Personen im Fahrzeug sind, versteht man sich sehr, sehr gut. Das ist wirklich gut gelöst. Und hier auf kurvigen Strecken macht das Auto richtig Spaß. Der Schwerpunkt liegt tief. Das ermöglicht zusammen mit den guten Reifen sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten. Übrigens alle Tesla werden mit Michelin ausgestattet. Ich finde, ein sehr guter Reifen hat ideale Elektroauto-Kompetenzen, verbrauchsarm, ruhig. Und ich mag den Reifen auch auf meinem Model 3 sehr, sehr gerne. Steht ihm auch gut.
einfach das leidige Thema mit dem Kantenschutz. Das kennen aber alle Tesla-Fahrer. Es gibt hier in der Region einen Aufbereiter, einen Tesla Body Shop. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, was da so auf dem Parkplatz steht, respektive was der Grund ist. Neben Karosseriearbeiten natürlich sehr häufig die Felgen, die teilweise richtig angeditscht sind, richtig verkratzt. Ja, das ist schon ärgerlich. Vor allem einerseits sind die Felgen nicht wirklich günstig, also vor allem jetzt die 20 und 21 Zöller, die Überturbine und auch die jetzt hier auf dem Model Y sind nicht wirklich günstig, und dann ist halt mit der mattschwarzen Lackierung siehst du jeden Kratzer. Also da muss man sich je nach Vorlieben vielleicht dann doch für die 19 Zöller entscheiden mit den Kunststoff-Radkappen. Die kann man übrigens auch abnehmen. Darunter verbirgt sich dann das normale Tesla-Rad für den Model Y. Sieht nicht so schlecht aus. Ich glaube, es hat aber kein Logo in der Mitte. Aber das kann man nachbestellen. Ja, was sind eure Meinungen jetzt hier zu den Fahreindrücken? Ich finde, der Wagen federt sehr, sehr ruhig, angenehm. Kurze wie auch größere Stöße werden nicht direkt in das Fahrzeuginnere übertragen. Poltrig habe ich oftmals gelesen in den Foren, war dann schon fast panisch vor der Auslieferung, weil ich gedacht habe, nee, was haben wir uns da ins Haus geholt? Aber alle Zweifel sind verflogen, eigentlich von der ersten Sekunde an, als wir mit dem Wagen gefahren sind. Und von daher, ja, einfach ein rundum gutes bis sehr gutes Auto. Wie gesagt, man muss Tesla mögen, man muss E-Mobilität mögen, aber wie gesagt, man macht nichts falsch mit diesem Auto. Seid unbesorgt, alle die jetzt zu Hause sitzen und gespannt auf ihre Auslieferung warten. Ich weiß, wie es ist. Man guckt sich jedes Video an, wo das potenzielle Fahrzeug dann gezeigt wird. Aber seid unbesorgt. Alles gut. Und kommen wir noch zur allseits beliebten Stammtischfrage. Ja, wie weit kommst du denn jetzt mit deinem Tesla? Wie immer, es hängt davon ab. Es hängt davon ab, wie schwer der Gasfuß ist. Es hängt vom Streckenprofil ab. Es hängt vom Verkehr ab. Von der Temperatur natürlich. Aber wenn ich jetzt einfach mal ganz stumpf die Zahlen hochrechne, wir haben hier eine 77 Kilowattstunden Batterie im Fahrzeug, die wir nutzen können. Wir haben einen Verbrauch von 14,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ergibt nach Adam Riese ungefähr 515 Kilometer. WLTP-Angabe ist 533. Übrigens, was noch zu erwähnen ist, bei den 19 Zöllern habt ihr etwas Reichweitengewinn. Klar, kleinere Dimension macht mehr Reichweite. Dort sind es dann 565 nach WLTP. Und eben beim Long Range mit den 20 Zöllern reden wir von 533. Und wenn ich jetzt schaue, 510, 515 Kilometer, muss ich sagen, mehr als erfüllt. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der wirklich an einem Stück mehr als 500 Kilometer durchbrettert. Irgendwann meldet sich die Blase, irgendwann meldet sich der Hunger, der Durst. Und von daher würde ich mal behaupten, das reicht für die allermeisten Anwendungsfälle, reicht dieses Fahrzeug mehr als aus. Kommen wir zum Fazit des Model Y. Ich persönlich bin begeistert von dem Auto. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Model 3 bestellen würde, wenn damals schon das Model Y zu diesen Preisen erhältlich gewesen wäre. Ich finde, es ist die perfekte Reiselimousine für 4 Erwachsene mit ganzem Gepäck. Alles kein Problem.
Er ist sehr komfortabel, auch auf Langstrecke, macht sich keinerlei Ermüdungserscheinungen beim Fahrer oder auch dem Beifahrer bemerkbar, denn der Wagen ist sehr gut gedämmt, ist ruhig und fährt sich eben, wie gesagt, sehr komfortabel. Es gibt hier und da 2, 3 Kritikpunkte, die man äußern muss. Ihr habt es im Video auch gesehen. Die Heckklappe, respektive die Sicht durch den Rückspiegel, durch die Heckklappe, ist mehr als bescheiden. Also man sieht eigentlich kaum was nach hinten. Das ist bei der Größe der Scheibe eigentlich nicht zu vermuten. Dann finde ich, dass das Thema Klimaanlage nochmal etwas Überarbeitung bedarf, denn es ist keine eigentliche 3-Zonen-Klimaanlage. Für Passagiere im Fond gilt, dass die gleiche Temperatur übernommen wird, wie sie vorne eingestellt ist. Also es kann schon mal hier und da vorkommen, dass sich Passagiere beschweren über zu kalt oder zu warm. Dann, was bei jedem Model 3 und Model Y ein Problem darstellt, in meinen Augen, ist das Problem mit den Felgen. Sie sind zwar sehr schön, sehen sehr schön aus, aber durch den fehlenden Kantenschutz ist es leider sehr, sehr schnell passiert, dass man hier und da mal eine Ecke abfährt, und das finde ich nicht so cool. Zum Fahrwerk, wie gesagt, da habe ich persönlich keine Kritik anzubringen. Ich finde, es federt sehr, sehr gut und sehr angenehm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht in älteren Generationen das eine oder andere Fahrwerk etwas poltert, weil noch andere Federn verbaut wurden. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wer mit Elektromobilität grundsätzlich sich anfreunden kann, mit Tesla kein Problem per se hat, der macht mit diesem Wagen überhaupt nichts falsch. Wenn ihr schon bestellt habt, keine Sorge, ihr habt das Richtige gemacht, oder noch bestellen wollt, tut es. Es wird euch gefallen, garantiert. Und mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden, bedanke mich für euer Interesse und die rege Teilnahme und freue mich auf euch im nächsten Video. Ciao!